Wie das Szenario funktioniert, das möchte ich dir jetzt hier kurz zeigen. Also wir starten mit einem Webhook, den ich dann vom der Airtable aus aufrufe. Da gibt es nichts Besonderes zu sagen. Das ist eben dieser Webhook, den ich als URL hier generiere und dann über die Airtable aufrufe. Wie es dort funktioniert, zeige ich dir gleich noch. Dann bekommen wir über diesen Start dann die Zeile in der Airtable. Dann lesen wir also diesen Eintrag dort raus. Und dann machen wir nichts anderes, als diesen Text dann an den High-Level Analyzer zu übergeben. Und hier siehst du, da steht überhaupt kein Prompt drin, weil ich wie meistens Assistance dafür verwende.